Viele Psychiater verschreiben Antidepressiva oft viel zu leichtfertig. Hier erfährst du, was dein Psychiater dir nicht erzählt und darüber hinaus, ob dieses Medikament dir überhaupt hilft, deine Ängste und Sorgen dauerhaft loszulassen. Ich weiß noch, dass ich alles ausprobiert habe. Ich habe Hypnose ausprobiert, ich habe Therapien ausprobiert, ich war in der Klinik, ja, ich habe auch Medikamente genommen, aber dazu habe ich ganz viel in mir selber ruiniert, also nachgedacht, soll ich Medikamente nehmen oder nicht. Ja, wenn ein Mensch so fühlt und es ihm so geht, dass er Panikattacken hat, Zwangsgedanken und Depressionen, ja, dann ist er wahrscheinlich dazu bereit, alles zu machen. Aber wenn es dann um Medikamente geht, da schaut man dann immer zweimal hin, weil man sagt, ich weiß nicht, ich will irgendwas nehmen, was in meinen Gehirnstoffwechsel eingreift. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und da hört man ja auch immer so viel, das kann vielleicht den Charakter verändern, da kann dies oder jenes passieren. Ja, und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man da irgendwann mal an den Punkt ankommt, dass man irgendwie sagt, soll ich jetzt die Medikamente nehmen oder nicht? Und dann gibt es natürlich auch noch die Menschen, die bereits schon Antidepressiva nehmen, fühlen sich aber irgendwie nicht so gut damit, weil sie sich sagen, ja, ich nimm's, es hilft vielleicht hilft es auch nicht so gut, aber ich fühle mich da irgendwie nicht so gut dabei und irgendwie möchte ich es früher oder später auch mal wieder absetzen. Die meistverschriebensten Antidepressiva sind eindeutig die SSRI. Das sind die ganz modernen Serotonin-Wiederaufnahmehämmer. Sie sorgen dafür, nach der Serotonin-Hypothese, dass der Mensch, der unter Angststörungen, Depressionen oder Zwangsgedanken leidet, zu wenig von dem körpereigenen Hormon Serotonin in seinen Synapsen im Gehirn vorhanden hat. Dieses Medikament, also diese Medikamente, sorgen jetzt dafür, dass mehr Serotonin im Gehirn erhalten bleibt, indem dieses Medikament es stoppt, dass Serotonin aus der sogenannten Blut-Hirn-Schranke in den Körper wieder runterfließt. Eines davon ist das berühmte Citalopram. Das Citalopram ist eines der meistverschriebensten Medikamente aus dem Kreis der SSRI. Wie die anderen SSRI wird Citalopram eingesetzt bei Störungen wie der Panikstörung. Das bedeutet, der Patient bekommt öfters im Monat immer wiederkehrend neue Panikattacken. Es wird eingesetzt gegen Depressionen, mittelschwere und schwere Major-Depressionen also. Es wird eingesetzt auch bei Zwangsgedanken, generalisierten Angststörungen, aber auch der Sozialphobie, Agoraphobie, also alles, was aus dem großen Formenkreis der Angststörungsspektrum kommt. Man muss in der Regel warten, bis das Medikament richtig anfängt zu wirken. Das Ganze kann bei jedem ein bisschen unterschiedlich sein. 4 bis 6 Wochen sagen oft Psychiater, manchmal kann es aber auch 8 Wochen, gar 10 Wochen dauern. Oft ist es so, dass sich der Patient dann so fühlt, dass er nicht weiß, soll ich jetzt weitermachen oder nicht. Ich merke ja eigentlich nur Nebenwirkungen und positive Wirkungen merke ich dabei nicht. Jetzt ist die Frage natürlich auch an dieser Stelle, wenn die Serotonin-Hypothese tatsächlich stimmt, warum das eigentlich dann so lange dauert, bis das Medikament tatsächlich dann wirkt. Und wenn es dann wirkt, warum es überhaupt wirkt. Denn es gibt ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, die sich dagegen aussprechen, dass diese Serotonin-Hypothese überhaupt stimmt. Es gibt Menschen, die dieses Medikament unter gar keinen Umständen nehmen dürfen. Und vielleicht gehörst du dazu und ein Psychiater sagt dir das nicht. Menschen, die schwanger sind, sollten dieses Medikament unter gar keinen Umständen nehmen. Menschen, die einen verlängerten QT-Intervall haben. Was ist ein verlängerter QT-Intervall? Das stellt dein Kardiologe bei dir fest. Du solltest also, bevor du dieses Medikament nimmst, auch wenn es dein Arzt dir nicht sagt, einen Termin bitte bei deinem Kardiologen machen. Der wird dir per Ultraschall und per EKG dann abchecken, ob dieser QT-Intervall im Herz eventuell verlängert ist. Wenn er leicht verlängert ist, darfst du dieses Medikament unter gar keinen Umständen nehmen. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Du darfst dieses Medikament auch bitte nicht nehmen, wenn du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmst, wie zum Beispiel Johanniskraut. Wenn du Johanniskraut nimmst und zusätzlich noch Citalopram, kann es sein, dass sich dein Serotoninspiegel
ja, übertrieben hoch entwickelt und du dann daraus resultierend ein Serotonin-Syndrom entwickelst. Und das ist unbedingt wichtig zu vermeiden. Du darfst dieses Medikament aber auch nicht nehmen, wenn du irgendwelche, ja, ich sag mal, ein Mineralwasser trinkst, das sehr reich an Lithium ist. Also hinten immer drauf lesen, ob da sehr viel Lithium innen drin ist. Aber in den allermeisten Fällen ist es bei Heilwasser der Fall und nicht beim Mineralwasser. Wenn du das Nahrungsergänzungsmittel 5-HTP nimmst, darfst du das Medikament Citalopram auch nicht nehmen, denn auch hier besteht die Gefahr, dass auch daraus resultierend ein Serotonin-Syndrom sich anschließend entwickeln kann. Kurzerhand sei gesagt, alles, was aus dem Nahrungsergänzungsmittelspektrum aus der Quelle der L-Tryptophan, also L-Tryptophan ist ein Eiweiß, eine Aminosäure, und wenn die stark vorhanden ist, darfst du das unter gar keinen Umständen zusammenmischen mit dem Medikament Citalopram. Aber jetzt hör mir genau zu, weil viele werden das jetzt vielleicht unten reinschreiben und das darfst du auch. Jetzt wird der eine oder andere sagen, aber in der Milch und in den Eiern ist doch auch viel L-Tryptophan drin. Das ist ja okay, da kannst du es nehmen. Das ist nie so hoch dosiert, als würdest du das irgendwo aus einer Nahrungsergänzungsmittelquelle nehmen. Das heißt, auch wenn du Eiweißpulver nimmst, wo innen drinnen L-Tryptophan drin steht, darfst du das nehmen. Aber nicht einzeln hochdosiert solche Kapseln, auch kein 5-HTP, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ganz, ganz wichtig zu wissen, und unter gar keinen Umständen Johanniskraut mit Citalopram miteinander verbinden. Bevor ich zu den neuesten Studien der Spätfolgen der sogenannten SSRI komme, sage ich dir einmal ganz kurz die möglichen Nebenwirkungen, die am Anfang am häufigsten auftreten. Das sind unter anderem sehr, sehr oft verwirrte Träume in der Nacht. Die sind oft sehr, sehr lebendig. Also das heißt, es ist sehr trübhaft und es geschieht alles Mögliche. Sehr, sehr oft, was auch sehr oft passieren kann, ist, dass du Übelkeit bekommen kannst. Müdigkeit, Heißhungerattacken, Kopfschmerzen, Schwindel und natürlich nicht zu vergessen, was sehr, sehr viele Menschen bekommen. Sie haben dann Probleme mit ihrer eigenen Libido, aber auch Orgasmusstörungen und vor allen Dingen sexuelle Unlust im Allgemeinen. Ja, die Spätfolgen. Mich hat selber ein bisschen vom Hocker gehauen, aber ganz ehrlich, man muss es erwähnen und ich finde, du hast ein Recht darauf, das zu erfahren. Eine kanadische Studie hat vor kurzem herausgefunden, dass die sogenannten SSRI, aber vor allen Dingen Fluvoxamin, Paroxetin dafür sorgen, dass sich unter Umständen ein grauer Star entwickeln kann. Dieser graue Star ist sehr gefährlich. Sollte er unbehandelt bleiben, kann er zu Blindheit führen. Das ist wichtig zu wissen. Es haben ca. 19.000 Menschen an dieser Studie teilgenommen. Es waren zwar überwiegend Senioren, die davon betroffen waren, dennoch ist es noch nicht ganz sicher und geklärt, ob das auch jüngere Menschen treffen kann. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das zu beachten und dass du das weißt, bevor du dieses Medikament einnimmst. Denn ich bin davon überzeugt, dass dein Psychiater, aber auch dein Allgemeinarzt dir davon nichts erzählen wird. Aber hilft jetzt dieses Medikament tatsächlich, seine Sorgen, seine Ängste, seine Grübeleien oder gar seine Depressionen zu lindern oder gar zu heilen? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da muss man als allererstes mal genau hinsehen. Gedanken entstehen ja in dir durch Einstellungen, durch Glaubenssätze, aber vor allen Dingen auch durch Erfahrungen. Wenn dieses Medikament jetzt wirkt, dann wirkt es vielleicht schon, aber wie wirkt es denn? Es wirkt dahingegen, dass deine Gefühle, die sich für dich sehr negativ anfühlen, wie Angst, Nervosität und Stress, gedämmt werden. Das hat zum einen den Grund. Versuch dir einmal vorzustellen, das Antidepressiva ist wie ein Trampolin, okay? Du hast hier unten ein Trampolin. Immer wenn du dir oben Gedanken machst, die du als sehr negativ interpretierst und so bewertest, aufgrund deiner Glaubenssätze, entsteht dir ein Feedback, ein Gefühl. Also Beispiel Angst, Nervosität, Ekel, Schuld, egal was es auch ist. Dann kommt dieses Medikament imaginär in den Einsatz. Okay? Du bekommst diese Gefühle, die Gefühle gehen runter und normalerweise würde es dann so richtig, wenn man so möchte, runterkrachen. Und anschließend kommt jetzt dieses Medikament und das ist wie dieses Trampolin. Es federt das jetzt ab
und du gehst wieder leichter in deine Mitte. Das heißt, du kannst dich vielleicht wieder leichter darauf konzentrieren, deine Gedanken schneller und leichter zu ordnen. Das ist dann der Grund, warum dann viele Menschen kommen und sagen, ja, dieses Medikament hat mir geholfen oder es hat mich sogar geheilt. Aber hat es mich wirklich geheilt? Das ist jetzt natürlich die Frage. Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Was mich auch dazu führt, jetzt zum Absetzen. Denn ich habe ja vorhin auch die Gruppe angesprochen, die vielleicht dieses Medikament schon nehmen und sich vielleicht schlecht fühlen. Wenn du es wieder absetzen möchtest, ist es zunächst einmal gar kein Problem. Ich rate jedem Menschen auch, das vielleicht mal zu probieren, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn du das aber tust, tu es bitte wirklich sehr, sehr langsam. Das kannst du mit deinem Psychiater von mir aus, wenn du das so möchtest, natürlich absprechen. Aber meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung dazu ist auch, bitte, bitte ganz, ganz langsam, Stück für Stück, ganz, ganz, ganz langsam absetzen. Wenn dich jetzt interessiert, was das neue Präparat von Citalopram ist, nämlich das Escitalopram, verlinke ich das hier auf diesem Video für dich auf der Endcard. Schau vorbei, dein Juan, Namaste.